Mahlzeit Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Harley-Davidson-Fahrer sind alles harte Rocker. Ist das so? Tatsächlich nicht. Durch meinen Job beim Harley-Davidson-Händler kann ich relativ gut einschätzen, wie unser Kundenklientel ist. Und wir haben wirklich so eine Vielfalt an Menschen bei uns, dass man mittlerweile wirklich nicht mehr sagen kann, es gibt ein bestimmtes Klientel, was Harley-Davidson fährt. Wir haben den ganz normalen Otto-Normalverbraucher, wir haben den Banker, den Anwalt, Rentner, junge Leute, es ist alles dabei. Trotzdem ist natürlich das Thema Motorradclub, 1%er Club, super verankert in der Szene. Natürlich nicht nur in der Harley-Szene, aber dort besonders. Für mich persönlich ist das Ganze nichts. Ich bin da nicht so der Fan von, mir da irgendwie, sage ich mal, gewisse Regeln aufzuerlegen und sowas und viele Verpflichtungen zu haben, habe ich auch gar nicht so die mega Zeit für. Ich finde aber dieses ganze Thema, dieses ganze Konstrukt super interessant und ich glaube, dass auch gerade früher das extrem geil war. Also ich habe da natürlich auch gewisse Einblicke in diese Szene schon bekommen in meinem Leben, kann das vielleicht ein bisschen auch einschätzen, aber würde mich selber dort jetzt nicht unbedingt sehen. Finde das aber interessant. Deswegen habe ich heute mal ein Video rausgesucht. Das habe ich nämlich angezeigt bekommen, wurde vor 10 Tagen hochgeladen. Das Video ist auf Englisch. Ich werde aber mir das trotzdem mit euch angucken. Wir können zwischendurch, kann ich ein bisschen was übersetzen für die, die nicht so gut Englisch verstehen, beziehungsweise ich kann ja auch eigentlich den Untertitel anmachen. Das ist vielleicht noch schlauer, dann können die, die es nicht verstehen, dann mitlesen. Wir gehen rein. Das Video heißt Aufstieg und Fall der 1%-Liga. Das heißt, es geht um 1% Motorradclubs. Verbessert mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Wie gesagt, ich bin da nicht so in der Szene drin, aber 1% Clubs sind die Clubs, die von sich aus sagen, wir halten uns nicht an die grundsätzlichen Regeln der Gesellschaft. Unter anderem zum Beispiel die Gesetze. Wir fangen mal an und gucken uns das Ganze einfach mal an. There are two main types of cosplay in the motorcycle world. You've got your Power Rangers, typically riding sport bikes, and you've got your pirates, usually riding Harleys. There's also astronauts, which can be found aboard dad bikes. Oh, and Peaky Blinders, who ride Triumphs and Royal Enfields, but that's another story. Hat er schon recht, ne? Also Motorradszene ist schon manchmal ein bisschen Karnevalsverein, ne? Also je nachdem, was du für ein Bike fährst, musst du dich dann irgendwie wieder bestimmt kleiden. Ich meine, ihr werdet mit Sicherheit noch nie einen in der Vollkombi auf einer Harley gesehen haben. Aber wahrscheinlich auch noch keinen auf einer, keine Ahnung, auf irgendeiner Supersportler mit Rockerkutte und was weiß ich, 10 Ringen an der Hände. Schon teilweise witzig, muss man sagen, ne? Also ich bin ja schon eher der Typ für Schutzkleidung tragen, aber halt schon eher Schutzkleidung, die dann auch dementsprechend nach meinem Motorrad aussieht. Also so ein bisschen gehe ich diesen ganzen Karnevalskram dann auch auf jeden Fall mit, muss ich sagen. Aber das bockt ja auch, ne? Sportbike riders pick certain gear and clothes, yes, in part for safety, but also because they want to look like those who race, minus the Oompa Loompa suits. The pirates, though, are trying to look like a very different Geiler Helm, kind of aber. rider, a rarer breed. I mean, have you seen a large group of very intense-looking, weathered pirate riders and wondered to yourself if they're actually the real deal, you know? The one percenters, the outlaws. Maybe a tinge of fear creeps in as they slowly cruise by on their loud machines. And then you realize most of these Harleys cost $40,000 or more, and you hear Shania Twain blaring from one of the sound systems, and you're brought back. Da muss man schon sagen, er nimmt das Ganze schon gut hops gerade mit Humor. Ich finde es aber geil, weil das ist natürlich auch irgendwo so das Ding, ne? Also es gibt halt viele Wochenendrocker unter den Harley-Fahrern, die dann halt in ihrem normalen Leben ganz normale Typen sind oder so und nicht keine harten Kerle oder sowas, ist ja auch überhaupt nicht schlimm, würde ich mich auch gar nicht zuzählen. Aber wenn sie dann halt am Wochenende so Eisdiele fahren und sich mal einmal auf ihre Harley setzen, dann sind sie halt, Gott weiß wer so für sich, ne, und machen dann richtig auf den Harten. Finde ich immer sehr amüsant, aber hat auch seine Daseinsberechtigung, ne? Also leben und leben lassen, ne? Soll jeder machen, was er will. Nur es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr witzig teilweise. Back to reality. It's okay, you're not in any danger. These are just retirees with nothing better to do with their money. But are those riders still out there? That subculture of motorcycle gangs and clubs who truly base their entire life around being on two wheels and living on the open road, and sometimes even dabbling in organized crime. Let's take a look back at one of the craziest aspects of motorcycle history, that of the outlaw motorcycle clubs. If you guys are looking to add something fun to your bookshelf, or even better, if you have a child or grandchild or Wolf and his... It's a fun and Skippen wir mal kurz hier seine no Werbung. way to support Aber it. ich sag mal so, Sylvester wenn der Kollege Werbung macht,
Es ist jetzt gerade die zweite Kollektion meiner Biker-Inspired Modemarke rausgekommen. Und zwar ist das die Marke Redwood Clothing. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir haben 3 neue T-Shirts mit schönen Backprints. Einmal eine rote Flathead hinten drauf, einmal ein Rolling Shot bei Nacht mit einem schönen Risk or Regret Schriftzug und eine Shovelhead, die noch im Prozess ist und auf der Bühne steht. Für die Ladies haben wir auch was dabei, schönen Crop Hoodie. Dann haben wir noch hier den Zip-Pulli, den ich gerade anhabe, wieder mit der roten Flathead, die auch hinten im Bild dahinter steht. Eine schöne Mütze für den Winter und 2 geile Poster. Unsere Classic Collection ist natürlich auch da. Schaut gerne mal auf der Seite vorbei, vielleicht findet ihr was für euch. Ich würde sagen, weiter geht's im Video. Roper took off on a motorcycle in 1896 and literally died of a heart attack from going 40 miles per hour. This two-wheeled experience has enticed and brought together those interested in a different kind of lifestyle. One lived really on the edge. But early on, motorcycling was primarily a gentleman's hobby. Even those motorists who ventured into racing didn't really form countercultural movements. Junge, wie hängt der Though auf dem Bike, motorcycle Alter? clubs had existed prior, in many ways it all started post-Great Depression as kind of a cathartic experience. As Bill Hayes says in his amazing book Hell on Wheels, if you can't work, you might as well scrounge up whatever cash you can, hang out with pals at the bar, and drink and ride. This idea of finding freedom on the open road would really take shape after World War II. Riding Boah, das war, glaube ich, schon eine krasse Zeit. Also wenn du damals in diesem Clubbereich da unterwegs warst, ich glaube, das war schon eine wilde Zeit. Also sei es jetzt in Form von Gewalt, aber auch in Form von Partys und was die so erlebt haben. Ich war letztes Jahr auf der Deutschland-Premiere von dem Film The Bike Riders. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht gesehen. Bildet ja genauso diese Ära so ab, ne? Die Entstehung von diesen alten Clubs und den Übergang von dem ersten Zeitalter der Clubs bis hin zu dem Wandel, wo dann die Kriminalität oder die organisierte Kriminalität sehr stark dann halt da reingefunkt hat. Und der Film war ja auch so ein bisschen wie eine Doku gemacht, aus so einer Erzählerperspektive und auch sehr zu empfehlen, also hat mir gut gefallen, der Film. their Harley WLs overseas was one of the only bits of joy that many of these service members experienced during World War II. So when veterans were given the option to buy surplus military bikes at a fraction of the cost of MSRP, many jumped on the opportunity. Veterans missed this. Das wusste ich gar nicht, dass die Veteranen die Bikes aus der Army heraus günstiger kriegen konnten. Wir haben uns letztens ein Video angeguckt über die ganze Entstehungsgeschichte von Harley. Da haben wir auch sehr viel über das Thema geredet, wie Harley von den Weltkriegen profitiert hat und dass dadurch ja auch viele Motorradclubs entstanden sind. Und das natürlich nochmal ein Riesenpunkt, ne? The sense of brotherhood and shared purpose that they experienced during the war. Motorcycling and motorcycle clubs offered a way to recapture that camaraderie, and I don't think this is mentioned enough. The structured life of military service really contrasted sharply with civilian life. So motorcycling clubs provided a way for veterans to maintain some of that structure while also rebelling against the conformity of post-war society. I mean, if you think about what it was like during World War II for these service members, and then you think about what America looked like post-war, I mean, these two things were so opposite. Motorcycle clubs have always grown through war. As vets came home from World War II and Korea and even Iraq, membership would expand. And it's not difficult to understand why. It's not just the groups and the brotherhood, it's also that when death and violence becomes the norm for you, going back to the mundane 9 to 5, it's just not easy. And so Das glaube ich tatsächlich auch. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist. Es ist ja oft so, es wird ja viel von Freiheit und Outlaw und so geredet, aber oft ist ja so, dass die Leute, die in einem Motorradclub sind, viel mehr Regeln haben, als die, die nicht in Motorradclubs sind und einfach nur Motorrad fahren und mit ihren Freunden Spaß haben. Und ich glaube aber, dass das dadurch entstanden ist, weil diese ganzen Kriegsveteranen kamen halt eben aus dieser krassen Army-Struktur, wo du ja einen super ja, von Regeln geprägten Alltag auch hast, gerade wenn du dann in so Auslandseinsätzen vielleicht bist. Und ich glaube, diese Struktur, wenn die dir fehlt, du dann noch traumatisiert bist und mit dem Tod halt die ganze Zeit konfrontiert warst, dass du dann diese militärischen Strukturen in so einem Motorradclub vielleicht gut findest und dir das hilft, da bin ich schon fest von überzeugt. Und ich denke, das wird sich dann halt etabliert haben, ne? Weil man muss ja auch ganz klar sagen, wenn es dann um organisierte Kriminalität geht und du hast militärische Strukturen in so einer Organisation, ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Für mich allerdings wäre das jetzt kein Weg, der irgendwas mit Freiheit zu tun hat, ne? these groups formed peaceful, brotherly love kind of bonds
whose sole purpose was to support their communities, and there was never any fighting. Okay, that's not what happened. Sometimes entire towns manage to become a piece of motorcycle culture and history. Sturgis, of course, comes to mind. Well, in 1947, Hollister, California would go down in history for an event that would prove to be a pivotal moment in shaping the outlaw motorcycle culture. And this is known as the Hollister Riot. This took place during the 4th of July weekend when thousands of motorcyclists descended on the small town for a motorcycle rally organized by the American Motorcyclist Association, or the AMA. The rally brought in massive groups of riders, think like an early Hey, ganz ehrlich, ne? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber dieser Style, den die Leute da damals hatten in dieser Motorradindustrie, ne? Mega geil, oder? Also jedes Outfit, was ich da jetzt sehe von den Männern, würde ich 1:1 heute so anziehen. Brutal, richtig geil. Sturgis meetup. And this led to overcrowding and a shortage of accommodations, and over the course of the weekend, some motorcyclists engaged in some rowdy behavior. There was public drinking and racing in the streets and other lewd disturbances. As always, reports of the chaos were highly sensationalized by the media, especially by Life magazine, which published this now famous photograph of a motorcyclist sitting on a Harley-Davidson surrounded by empty beer bottles. Now, this image and the exaggerated accounts from this event painted a picture of lawless, rebellious bikers causing mayhem and taking over entire towns. Now, the reality was less dramatic than what was portrayed by the media, but this event really did shape public perception of motorcyclists. It contributed to this idea of the outlaw biker, and it also inspired the 1953 film The Wild One, starring Marlon Brando. If you haven't seen that movie, it depicts a rebellious biker gang, and in many ways, it would cement the image of motorcyclists as these countercultural figures. The Hollister Riot is so important because ich glaube, das ist ja auch viel, worum es geht, ne? Also gerade diese Erwartungshaltung gegenüber diesen Outlaw-Clubs hat halt ein riesen Ding gespielt in dieser Angstpolitik, worauf ja auch dann wiederum viel Geld verdient werden konnte mit solchen Sachen wie Schutzgelderpressung, ne? Da reichte ja nur das Image halt, ne? It symbolizes the rather unnecessary tension between motorcyclist subculture and mainstream society, and it laid the groundwork for the iconic status of motorcycles in America as really symbols of rebellion. A very similar event with a similar effect took place years later in Brighton, over in Great Britain, when the mods and the rockers supposedly raised a bunch of hell. Again, in reality, very little happened. Motorcyclists, they're rarely as tough as we portray them. What's important to understand is that motorcycles were proving to be the perfect medium for group formation, and sometimes these groups weren't exactly getting along. Shortly after this event in Hollister, the Hells Angel Club was formed by World War II veterans and motorcycle enthusiasts. If you don't already know, the name Hells Angels more than likely comes from a specific World War II bomber squadron. The initial intention behind the club. Da gibt es ja auch richtig krasse Stories, ne? Also habe ich mir auch schon mal ein paar Dokus angeguckt und so über diese ersten Jahre von den Hells Angels in Amerika gerade und so, ne? Da gab es ja auch richtig krasse Sachen, ne? Also da war ja dieser Rockerkrieg dann wirklich nochmal auf einem ganz anderen Level als hier in Deutschland, ne? Was to foster a sense of camaraderie and brotherhood, not unlike what these men had in the service, and they shared a passion for motorcycles and for the open road. The general vibe of the Hells Angels Club in its early days was one of rebellion and freedom. Members were drawn to the allure of living outside of societal norms, riding motorcycles, and really embracing a lifestyle that was all about independence and defiance of conventional authority, really above all else. As the 50s carried on, motorcycle clubs would grow from Chicago and the Genau, und das war, glaube ich, diese Chicago Outlaws MC ist, also wenn ich jetzt mich vertue, dann korrigiert mich, das ist aber, glaube ich, so ein bisschen das, woran dieser Film The Bike Riders angelehnt war. Da hießen die ja Vandals oder so und ich glaube, das war so ein bisschen daran angelehnt. Cook Outlaws to Detroit and the Highwaymen, all the way to Hells Angels and the Jokers in California, to the Pagans on the East Coast. Part of what grew this sense of unease about motorcycle gangs was the fact that even in these early days, some members were involved in criminal activity. You know, this isn't surprising. And then when one would commit a crime, no matter how big or small, pictures of them in their MC jackets would go viral, so to speak. Bar fights, alcohol, and then as the 60s got going, other substances.
and everything in between, there's no way around a little bit of trouble. The 60s saw motorcycle clubs grow at incredible rates, especially as chopper culture grew. Highly customized. Guckt euch mal die Größe von diesem Chapter da an, also wie viele Leute das sind. Ich glaube heutzutage, auch so das, was ich so höre, es ist gar nicht so einfach mehr überhaupt jetzt so viele Leute zu finden, ne? Also gerade jüngere Leute. Also das ist ja doch jetzt oft schon so, hat man das Gefühl, dass dann halt Leute mit anderen Motivationen halt in solche Clubs beitreten, sei es jetzt aus Geld oder aus Kriminalitätssicht. Aber wirklich so dieses reine, ich gehe jetzt in den Motorradclub, weil ich möchte die Bruderschaft, die Struktur, das Motorradfahren, die Partys und so, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so oft, ne, was man so mitkriegt. Also ich glaube, dass die alten Traditionsclubs, die gar nicht mehr, also die gar nicht so viel zu tun haben mit irgendwelchen kriminellen Aktivitäten, sondern wirklich noch so dieses Clubleben so fühlen. Ich glaube, die haben richtig, richtig Schwierigkeiten, da Nachwuchs zu kriegen, weil ich kann es auch verstehen, ne? Wenn du jetzt da eine Gruppe hast mit 15 Männern, die sind alle 50 bis 65 und du sollst ja jetzt als Mitte 20-Jähriger irgendwie den Prospect machen und 1,5 Jahre oder ein Jahr da irgendwie die Dulli-Aufgaben übernehmen und hast halt dann aber nur Leute, die irgendwie doppelt so alt sind wie du, da ist die Motivation wahrscheinlich nicht so hoch. Ne? Und wenn du aber keinen Bock hast auf irgendwelche Clubs mit jüngeren Leuten, wo vielleicht halt Kriminalität auch ein großes Thema spielt, ich glaube, dann gibt es halt da so gar nicht so viele Optionen halt. Ne? Bikes could now stand as a symbol of the one percenter's individuality. Being in a motorcycle gang at this point wasn't always necessarily about being countercultural. In many ways, everyone in the 60s was trying to do that. And there were lots of outlets for people to find that kind of spirit and group, and outlaw motorcyclists, for example, with their attire, remained somewhat traditional as the 60s carried on. Now you might say, okay, so most Hells Angels weren't and still aren't necessarily criminals, and that is true, but then where is this stigma about organized crime coming from? Haven't FBI agents infiltrated these one percenter groups and brought down legit criminal enterprises? Well, the relationship between large MCs and the law is complex, to say the least. By the 1980s, many of these outlaw clubs, such as Hells Angels, Banditos, Outlaws, Mongols, they'd grown significantly. The 80s saw really a consolidation of power within these groups, with many expanding their chapters, not just nationally, but internationally. The Hells Angels. Ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt grundlegend an diesen Motorradclubs liegt mit der Kriminalität, sondern einfach an der Struktur dahinter. Also es ist natürlich klar, wenn du jetzt in so einem Bereich bist, wo halt vielleicht auch ziemlich viele Randgruppenpersonen irgendwie reingeraten und dann halt eine Struktur oder ein Netzwerk bekommen mit so vielen Leuten und auch, wie er gerade sagt, international und städteübergreifend, also ein besseres Netzwerk und einen besseren Vertrieb oder so kannst du ja für irgendwelche kriminellen Machenschaften gar nicht haben, ne? For instance, solidified their presence in Europe and other parts of the world like Australia, placing them right in the forefront of scrutiny by police and the general public. I mean, if you ask 10 people to name a motorcycle club, there's a good chance all 10 will say Hells Angels, and most of them wouldn't even be able to name another group. Certain members of certain groups saw this worldwide growth in numbers, and they decided that they were going to leverage their power for more, shall we say, nefarious organized activities. I mean, what can you accomplish and what kind of money can you make when you have organized groups under your control throughout the world? It's difficult for large groups like this, especially ones where the members are entirely committed to the cause. It's difficult for them not to become sort of cults, where the people at the very top abuse their... Das ist das Ding, ne? Die Leute verschreiben sich halt einer Sache und dann ist die Hemmschwelle gegenüber dann das Gesetz zu brechen ja auch gar nicht mehr so groß, ne? Man wird ja dann auch schon wahrscheinlich, das ist so ein bisschen so ein Brainwash-Ding halt auch, ne? Du nimmst ja dann wahrscheinlich so einen Gesetzesbruch auch gar nicht mehr als unbedingt schlimm wahr, sondern es ist ja dann normal, weil du bist ja ein Outlaw in dem Sinne. Es ist ja normal, dass du dich nicht daran halten musst. Das wird ja zu deiner Realität, ne? Their power. And so in the 80s and 90s, we did see large parts of these clubs getting involved into organized crime. This period saw heightened competition between clubs for control over specific types of routes and territories, and this would lead to violent turf wars. Law enforcement agencies responded with vigor, initiating major operations to infiltrate and dismantle these clubs. Operations like Rough Rider targeted the Hells Angels and resulted in quite a few arrests and convictions, in the same way the Banditos and Outlaws were subjected to intense scrutiny
leading to high-profile cases that exposed the criminal activities of these organizations. I can't get too specific on YouTube because, sometimes YouTube will demonetize you just for mentioning specific things, but it did get bad. At the same time, though, we can't ignore that press was almost always one-sided. Leaders of chapters with no serious criminal involvement would be mysteriously killed while just out on a ride, and the story would be buried, while less, smaller crimes would gain widespread attention. If you want to read a book that is somewhat biased, in a positive way towards MCs, check out that book I mentioned, Hell on Wheels. And yeah, you can get kind of the other side of the story. But then there were infamous events like the Milpera Massacre in 1984, where a clash between the Banditen. Da muss man halt auch sagen, Amerika halt auch nochmal anderes Level, ne? Die kennen auch echt nur schwarz und weiß, so, ne? Da ist halt schon wirklich dann auch Eskalation angesagt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob wir uns nochmal eine Doku angucken sollen oder so über die deutsche Rockerszene. Oder wenn ihr da bestimmte Dokus habt oder auch Videos oder so, wo ihr sagt, jo, die lohnen sich, das ist richtig interessant, das müssen wir mal schauen, dann gucken wir uns gerne nochmal zusammen an und können wir nochmal drüber diskutieren. Weil auch wenn ich selber mich da jetzt nicht so sehe, ich finde es schon sehr interessant, mir das anzugucken, muss ich sagen. Banditos and Comancheros in Australia left 7 people dead. And this incident highlighted the brutal rivalries that could erupt within motorcycle clubs. It also led directly to the introduction of Australia's first anti-biker gang laws. The Australian government really saw a need to address organized crime within motorcycle clubs. This event catalyzed the implementation of stricter laws targeting the activities of outlaw motorcycle gangs, including increased surveillance and legislation aimed at curbing gang-related violence and crime. There was also the Laughlin River Run riot in '02. This was a culmination of tensions that had been brewing for decades. This event led to a deadly brawl between the Hells Angels and the Mongols at a Nevada casino, resulting in multiple fatalities and injuries. During this period, motorcycle clubs Das ist halt so ein Punkt, den finde ich halt schon krass, ne? Also die sind halt alle so in ihrer Sache gefangen. Das erinnert mich so ein bisschen auch wie im Krieg eigentlich, ne? Du hast halt 2 Parteien, wo die einzelnen Personen nichts miteinander, also da hat keiner ja eigentlich ein direktes Problem mit dem anderen, aber weil es einfach die Gegenpartei ist, werden da einfach Schlägereien geführt, die dann teilweise tödlich enden, ne? Und das sind halt so Punkte, wo ich sage, ja, keine Ahnung, da hört bei mir das Verständnis dann halt auf, ne? Das ist was, das können wir vielleicht im Hollywood-Film oder so, kann das cool sein, aber wenn man da sich wirklich mal drüber nachdenkt, das hat dann auch nichts mit harter Junge sein zu tun oder so, das ist ja einfach nur Quatsch, ne? Also das ist dann so weit weg von Vernunft, also kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wenn das einer anders sieht und das wirklich mal fundiert argumentieren kann, warum man da sich dieser Sache so verschreiben soll, dass man Leuten Schaden zufügt, die sich einer anderen Sache verschreiben, aber gar nicht direkt einen Konflikt mit denen hat und trotzdem sowas rechtfertigt, würde mich das sehr interessieren, ob das einer argumentativ wirklich begründen kann. Also ich verstehe diese emotionale Bindung, das ist halt, wie gesagt, wie so ein Kult. Ne? Du wirst es anders wahrnehmen in dem Moment, wo du da drin bist, aber wenn man so ein bisschen mal rauszoomt und das objektiv betrachtet, kann man das eigentlich mit keinen Worten rechtfertigen, ne? Also gained increased attention in popular culture. Films, documentaries, and books depicted these groups in a sensationalized manner. I mean, of course, you think of TV shows like Sons of Anarchy, for example. All of this. Wie gesagt, also in TV-Shows, so wie bei Sons of Anarchy oder so, top. Also ist halt super interessant und so, kann man super nutzen für so Shows, aber im Real Life ist das dann in diesem extremen Beispiel natürlich schon krass, ne? Media portrayal really cemented the public's fascination with outlaw biker culture, even as law enforcement sought to crack down on their activities. But even more so than the 80s or 90s, it's really been the past few decades that we've seen some of these motorcycle clubs completely infiltrated and exposed. There was Operation Black Biscuit in the early 2000s. This is one of the most well-known infiltrations targeting the Hells Angels. The ATF ran this operation with undercover agents posing as members of a rival motorcycle club. These agents spent years building trust with the Hells Angels, eventually exposing a slew of crimes. Black Biscuit revealed just how deep the Hells Angels had gone into organized crime, leading to a whole bunch of convictions and significantly disrupting their operations. Imagine working undercover in one of these clubs for years. Then there was Operation. Was mit Sicherheit auch mal ein interessantes Video wäre, wenn man sich mal mit jemandem unterhält, der entweder da voll drin ist oder früher mal voll drin war
und mal aus seiner Sicht das Ganze mal erzählt. Ich glaube, es wäre noch interessanter mit jemandem, der mal drin war und jetzt auch raus ist und jetzt vielleicht diesen Blickwinkel hat, wo er sagen kann, ey, ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, wie es war. Also ich rede jetzt wirklich von dieser kriminellen Szene auch, gerne halt in Deutschland dann, der wirklich sagen kann, jo, so und so ist das, so und so habe ich damals gedacht und aus diesen und diesen Motivationen habe ich das für mich halt auch rechtfertigen können und ja, das war positiv, das war negativ, weil es ist ja klar, also da wird ja nicht alles negativ und alles positiv sein. Die werden ja auch geile Zeiten haben, die werden schlechte Zeiten haben. Das wäre mal interessant, so ein Gespräch zu führen, aus meiner Sicht jetzt jemand, der da halt wirklich nur objektiv von außen drauf guckt, weil er irgendwie in dem Bereich so ein bisschen halt ja, aktiv ist, so in diesem Motorradbereich und dass er sich auch überschneidet. Fände ich, glaube ich, mal interessanter, mit jemandem so ein Gespräch zu führen, gerne auch so in Videoform wie so ein Podcast oder so ein Videopodcast. Also wenn ihr da eine Idee habt oder jemand kennt oder irgendwen, wo ich sage, jo, oder wo ihr sagt, jo, mit dem musst du mal ein Video machen, schreibt es auch gerne in die Kommentare, vielleicht kann man das organisieren. Rough Rider, this was a massive multi-agency effort. It resulted in the indictment of 86 members for all sorts of crimes. One of the more controversial aspects of this operation was the federal government's attempt to seize the Mongols' trademarked logo, claiming it was a tool for criminal activity. All of these cases where these clubs were infiltrated have caused the general public to view these groups differently. There is a fear of these groups, and you can understand why. Now, we talk about the rise and fall of motorcycle clubs and of the one percenter and how it seems like these groups are dying, but it's actually not really true. And in my opinion, the statement, the rise and fall of the one percenter, is not so much about membership numbers. These groups are still growing steadily worldwide. To me, it's the actual idea of what an outlaw, rebel, one percenter motorcyclist is meant to be and what it has become. These terms were meant to embody a spirit of going against societal norms of. Das ist auch so ein Punkt. Ich finde auch, also ich glaube auch, dass diese ganzen Clubs noch sehr wachsen. Aber ich finde in Deutschland, gebt mir mal eure Meinung, hat sich das so ein bisschen vom Radar auch irgendwie verzogen. Ne? Also ich glaube mit diesem Logo-Verbot auch, also viele Clubs dürfen ja, glaube ich, ihre Kunden nicht mehr öffentlich tragen, sieht man das wenig. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch hier bei uns in Bielefeld Chapter von großen Clubs und gerade jetzt durch meinen Job bin ich ja auch an der Quelle irgendwo, wo auch diese Leute dann halt irgendwo vielleicht ihre Motorräder mal hinbringen. Aber du kriegst sehr, sehr wenig mit. Also wenn ich mich so zurückerinnere an meine Kindheit, da hat man schon öfter mal so Clubs auf Ausfahrten gesehen, ne, wo dann mehrere Bikes mit Kunden und so fahren sehen hast. Finde ich, sieht man heutzutage total selten. Ne? Also vielleicht ist es auch nur bei mir so und ihr sagt, sehe ich gefühlt jeden Tag, aber ganz, 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 ganz selten. Ne? Of really living a different kind of life, no different than someone who, for example, sets out to homestead and become self-sufficient. Putting on that jacket and that patch was a way of identifying yourself as part of something very different, and it was something to be proud of, that you were living your life just a bit outside of mainstream norms, and that you weren't afraid of a bit of danger. In fact, you kind of needed that danger. Again, I'm not saying that there aren't people who are a part of these clubs and groups who are trying to live this kind of life. Maybe some of them are even watching this video. But when it becomes about organized crime, I mean, that just was not the. Freunde, leider hat die Speicherkarte mich im Stich gelassen. Deswegen fehlen leider die letzten Minuten meiner Reaction auf das Video. Ist aber nicht dramatisch, da wurde nichts Großes mehr gesagt. Wenn ihr den letzten Rest von dem Video noch sehen wollt, könnt ihr das natürlich gerne ohne mich machen. Ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das Video zu Ende schauen, war nichts Dramatisches mehr dabei. Nochmal generell, wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt mit dem Thema, schreibt es wirklich gerne in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch, auch gerne lange Texte zu dem, was ihr so erlebt habt. Lasst einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar, was wir uns als nächstes angucken sollen. Und dann würde ich sagen, Kanal abonnieren, nichts mehr verpassen. Und checkt gerne mal Redwood Clothing aus. Wenn euch da was gefällt und ihr was bestellt, dann herzlichen Dank für den Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann mit einer leeren Speicherkarte. Macht's gut. Ist Triumph das neue Harley Davidson? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit der Marke nämlich null aus. Ich werde mich heute aber mal darauf einlassen, denn ihr habt mir ganz oft in die Kommentare geschrieben und auch per persönlicher Nachricht, nachdem ich auf die 25er Modellreihe von Harley Davidson reagiert habe, dass Triumph wohl ein sehr ernstzunehmender Konkurrent ist